Platz 7 Deutschlands größter Bands geht an die Wegbereiter der Technomusik. Wenn die Band ein Konzert gibt, dann genau so hier, wie Sie sehen, in dieser Formation. Noch ein Tipp, Ihr Album Autobahn erreicht in den 70er Jahren Platz 5 in den US-Charts und das hat vorher noch keine deutsche Band geschafft. Jetzt wissen Sie wahrscheinlich, wer auf Platz 7 gelandet ist, oder? Wenn nicht, hier ist die Auflösung. Sie sind die Erfinder des Elektropop. Kraftwerk. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Gar nicht kompliziert, ganz einfach, aber eingehend, wie Satisfaction. Ne? Ich nehm sie heute gerne mit zu mir nach Haus. 1968 beschließen die beiden Studenten Florian Schneider und Ralf Hütter aus Düsseldorf eine Band zu gründen, die ganz andere Musik spielt als das, was in den Rock'n'Roll-Schuppen gerade so in ist. Ralf und Florian kennen sich von der Uni und nennen ihre Band zunächst Organisation. 1970 benennen sie sich um in Kraftwerk. Sie spielen Elektropop. Das hatte man zuvor noch nie gehört. Die waren wahrscheinlich die allerersten. Ja, das ist ja so Dadaismus, ne? So Minimalismus und die haben natürlich eine Coolness damit aufs Parkett gelegt. Das war unfassbar. Ich habe die Band, wenn ich ehrlich bin, nie so richtig verstanden. Zunächst sind Kraftwerk mäßig erfolgreich. Das ändert sich 1974 mit dem Album Autobahn. Sie landen damit auf Platz 5 der US-Charts, der Song allerdings gekürzt. Denn keine Radiostation spielt 22-Minuten-Stücke. Die haben so rausgestochen aus dieser Zeit, wo auch alles doll und bunt und viel war, ne? Haben die richtig rausgestochen. Kraftwerk spielen Elektropop, lange vor den Synthie-Pop-Bands der 80er Jahre. Sie fallen damals mit ihren Musikvideos auf. Für Wir sind die Roboter lassen sie lebensechte Puppen als alter Egos von sich auftreten. Musikstars aus den USA und Großbritannien sind beeindruckt, geben den Deutschen einen liebevollen Spitznamen. Welcher kann das wohl sein? Was könnte das sein? Hat das was mit deutscher Effizienz und Wirtschaft zu tun? Hat das irgendwas mit deutschen Klischees zu tun? Aber jetzt nichts Kriegerisches, oder? Dann weiß ich's nicht. Der Spitzname lautet Krautrock. Krautrock, na ja, klar. Also die haben einfach so gezeigt, man kann auch einfach alles ganz anders machen und es funktioniert auch. Also es gibt ja viele Stars, die sich an der Musik von Kraftwerk orientiert haben. Zum Beispiel David Bowie. Superstar David Bowie lebt 1976 für 2 Jahre in Berlin, trifft sich mit Kraftwerk persönlich und pflegt einen engen Kontakt zur Band. Mein Vater hatte ein Textilgeschäft in der Hauptstraße und David Bowie wohnte 3 Häuser weiter. Bowie widmet 1977 in seinem Album Heroes Kraftwerk-Mitglied Florian Schneider sogar einen Song mit dem Namen V2 Schneider. Der Titel wird 1981 Teil des Soundtracks für den Film Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Arschcool einfach, arschcool. Kraftwerkshit Das Model hat eine eigene Geschichte. Songschreiber Emil Schult ist 1978 hoffnungslos in ein Model verliebt und bringt seinen Liebeskummer mit in den Song hinein. Sie trinkt in Nachtclubs immer Sekt. Korrekt. Wer hier im Hintergrund korrekt schreit, ist ein Türsteher aus dem Düsseldorfer Stammclub der Band, der die Frage nach Sekt stets mit einem korrekt beantwortet. 2003 bringen die beiden Bandgründer Hütter und Schneider als begeisterte Radsportfans für die Tour de France sogar ein eigenes Album heraus. Ihr erstes Nummer-1-Album in Deutschland. 2020 stirbt Bandgründer Florian Schneider. Sein Freund Ralf bleibt dem alten Elektropop-Kraftwerk-Stil bis heute erfolgreich treu.